Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Das heutige Thema, das wir behandeln, sind die Datentypen. Ich zeige euch, welche Datentypen es gibt und mit welchen Typen wir häufiger zu tun haben werden. Ein Datentyp ist ein Typ, der beschreibt, was für Daten oder in welchem Wertebereich die Variable gespeichert werden kann. Die Datentypen werden unterschieden zwischen Ganzzahlen, Gleitkommazahlen, Wahrheitswert, Zeichen und Objekten. Zu den ganzen Zahlen gehören folgende Datentypen: Byte, S-Byte, Short, U-Short, Int, UInt, Long und zuletzt Ulong. Hier habe ich euch die Wertebereiche aufgeschrieben. Das war auch der Grund bei S-Byte, wieso wir einen Fehler erhalten haben, als ich versucht habe, 287 einzugeben, weil der Wertebereich von -128 bis 127 geht. Beim Datentyp S-Byte, das S, was davor ist, steht für signed und das heißt, es sind negative und positive Zahlen mit enthalten. Das U bei uShort, uInt und uLong bedeutet unsigned. Daraus lässt sich schließen, dass es sich nur um positive Zahlen handelt. Die Gleitkommazahlen sind folgende Typen: Float, Double, Dezimal. Beim Float müssen wir nach der Zahl ein F dranhängen. So kann man differenzieren, ob es sich um ein Double oder Float handelt. Das gleiche gilt bei Dezimal, da wird ein M drangehängt. Das sieht so aus: 7.5 M. Ich habe für euch zusätzlich noch den Wertebereich hinzugefügt, also wie groß die Zahl Maximal und Minimum werden kann. So wisst ihr, wie groß die Zahlen sein dürfen, um sie deklarieren zu können. Um einen Wahrheitswert, das True oder False ist, anzugeben, definieren wir den Typ Bool. Bool Auto 1 ist gleich True. Bool Auto 2 ist gleich False. So können wir sagen, ob das Auto fährt oder nicht. Ist die Variable Auto 1, wie hier True, dann fährt das Auto. Ansonsten fährt das Auto nicht, wie die Variable Auto 2, wie hier. Es ist möglich, Characters, also einzelne Zeichen anzugeben, die dem Unicode-Zeichen entsprechen. So können wir ein Array bilden, um ein Wort ausgeben zu lassen, das in der Sprache C häufiger in Anwendung kommt. Falls ihr in der Programmiersprache C programmiert, dann müsst ihr ein Array bilden, um ein String zu erhalten. In C gibt es keine Strings. Die Schreibweise sieht wie folgt aus: Char C ist gleich A. Kommen wir zu den Strings, die C# hat, im Gegensatz zu C. Die Strings sind Zeichenketten. Das heißt, String S ist gleich Hallo. So können wir ganze Sätze schreiben, ohne ein Array zu definieren. Object ist ein Datentyp, das alle Datentypen enthält. So kann es eine ganze Zahl sein, sowie auch ein Gleitkommazahl, Character, String und so weiter.
Man kann es wie folgt schreiben. Object obj ist gleich new object. Dann schreiben wir die Variable obj ist gleich hello. Oder man deklariert die Variable ganz normal, so wie die anderen Variablen davor. Object obj2 ist gleich 12,7f. Zur Kontrolle können wir das obj in der Konsole ausgeben lassen. Console.writeLine obj. Und es sollte hello rauskommen. Wir sehen hello. Und wenn wir das obj jetzt in obj2 wechseln, dann sollte 12,7 stehen. 12,7. Die wichtigsten Datentypen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, sind die Typen int, float, double, bool, char und strings. Die anderen Datentypen habe ich euch nur gezeigt, damit ihr wisst, dass es mehr als 6 Datentypen gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.